Darf ich mit dir noch mehr reden, Henri? Monsieur Sanson. Madame, why haven't you... Was hält sie auf? Ich wollte mich nur nach ihrem Befinden erkundigen. Ach, und dazu kommt noch, ich sollte ihn noch looten. Übrigens, das ist auch ein Unding, dass du den Boss halt nochmal zurücklaufen musst, um den zu looten. Wir hätten noch irgendwas einprogrammieren können, dass du automatisch durch die Tötung des Bosses, was ja total Sinn machen würde, den Loot automatisch bekommst, den der auch verliert. Also, keine Ahnung, was der Sinn ist. Du wirst ja auch wegteleportiert von dem und alles. Wenn du da nicht drauf achtest, vergisst du nämlich immer den Boss-Loot. Was, ich muss mir aus so dem seiner Zelle noch durchkämpfen? Ah ne, der ist direkt hier. Aber wir setzen uns trotzdem mal hin. Geld ausgeben. Oh, 20 der Maximalwert in einem Bereich. Und es gibt kein Achievement dafür, einen Bereich auf Maximalwert zu kriegen. Monsieur. C'est toi? Oh, that voice. Tonight, mon enfant. Oh mon Dieu. They did it. They did it. They've turned my sweet daughter into a cold machine. It's all right. Stay calm. Well, Ludia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No, I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this prison. I couldn't escape it. I'm not long for this world. No, you can't. Outside, your automats are slaughtering men, women, and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro, souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something, enfant. You must stop them. The king and his loathsome henchman, Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must be silenced at all costs. Take my hand. Monsieur. Monsieur. Father. Non, non, ma pauvre enfant.
I am not your father. No more than you are, Athenais. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Ludia, I don't want to die without hope. In the name of what is left of her in you, in the name of her love for you, I beg you to free her from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. I shall never see her darling face again. Ma petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. 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 Ah! Tötet den König! No! Papa! Have you lost your mind? Bon sang, my daughter, will you never listen? This machine belongs to the king now, vous le savez. There's nothing I can do about it. Did he also order you to torture her? The king wants me to make some improvements. And you obey him just like that? That's enough, Athenais. Let me work. And from now on, I forbid you from coming in here without my permission. Ugh! You're no better than your master, Papa! Und jetzt Ende. Mehr dazu im DLC. Kehre zum Konvent zurück. Ist ja gar nicht das Ende. Es ist einfach nur ein Abschnitt gewesen, wo wir nicht zurückkehren konnten. I can use this boat to reach the Seine. As soon as I am on dry land, I shall return to the Cordelier convent. I'm sure they are waiting for me with bated breath. Was, sind noch 2 Kapitel plus Endboss? Das kann vom Zeitlichen ja gar nicht stimmen. Da hat kein Mensch das wirklich komplett durchgespielt. Citoyen, I come bearing sad tidings. Monsieur de Vaucanson has passed away. I was present for his last breath in his cell at the Bastille. Juste ciel. Requiescat in pace. Mon Dieu, it is a cruel fate that has taken my dearest friend from me today. Eugène. Ce pauvre Eugène. I cannot suffer such a horrible injustice. Was he at least able to tell you something before he passed away? No, nothing. How unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? No, General. Every part of me refuses to do so. Eugène de Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Eh bien, you should know that I also plan to go there. You don't even think about it. Ma foi. What have we got to lose? Our lives? At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis's resolution.
We must take into account everything that Aegis has done to foil the king's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike will need to keep a low profile until Aegis has cleared the way. As for you, madame, I do not know what new arrangements have been made since my last visit to the Queen, but I found the area around the North Wing to be particularly empty. Here is where you should launch the attack. If fortune is in my favor, I shall be waiting for you at the Petit Trianon with something to help you make your way through the gardens. As for us, once the automats have been defeated, we will enter the palace to seize the king and the count. Is that your plan, Monsieur le Marquis? It is, monsieur. We are about to take the small step that separates audacity from madness. Are you ready to take it, madame? Citoyen, I cannot escape my obligations. It is in my very nature to honor them. I kept the promise I made to the Queen to find Monsieur de Vaucanson. I am now bound by the oath I swore before my creator. If I go to Versailles, it is in the hope of rescuing Athenais. I think also of all that remains to be done in Paris. And what's more, you demand my help to make you masters of the king. It is a heavy burden that we place on your shoulders. But once again, we must leave it up to you. Take your time, Aegis. A hasty decision could lead to disaster. We will be ready for action when the time comes. Pour la nation et pour le royaume! Traumhaft. So, sagen wir dir mal, was mit deiner Mutter passiert ist. Der Gräfin. I come bearing sad news. Go on, Aegis. There is no need to spare me. This is about my mother, isn't it? Indeed. The Countess is no longer of this world. Yes. It was to be feared. I knew she was lost a long time ago. The poor woman. At last she has been delivered from the madness that drove her into the gutter. It gets worse. Worse, you say? Your mother did not die of poverty. She was killed. Murdered? No. No, my father. The rabid dog made good on his threat. May he roast in the fires of hell for all eternity. As for you, Bishop, do you finally understand the man's true nature? How much longer will you protect this demon? I share your grief, Monsieur de Mirabeau, but the secrets of... Enough! You sanctimonious bigot! Is it not enough for you to serve the people absurd fables that condemn them to ignorance? Must you also submit to the whims of a malicious old brute? The scourge of his own family? Speak! Speak now, or so help me, I will send you to meet your maker. Please, monsieur, let us not get carried away. Out of respect for your grief, and given the extraordinary circumstances, I consent to enlighten you. I am listening, Monseigneur. I admit that your father is an unusual person, inhabited by an anger whose source is undetermined. He blamed you, your sister, and your poor mother for all of his misfortunes. I stayed by his bedside an entire night. I preached about mercy and the example of our Lord Jesus Christ. Ha! That must have gone over well. Do not mock me, Monsieur de Mirabeau. At dawn, I finally got Monsieur le Marquis to see the error of his ways. Before God, he extended forgiveness to all those he had previously condemned. However, he did not give up his plans for revenge. The fate reserved for my mother is proof of this. In fact, monsieur, he did. He even gave me a leather wallet containing, in his words, the instrument of your punishment. He asked me to dispose of it. Unfortunately, your mother's fate was already sealed. Orders had been given. There was nothing more that could be done. The poor soul. He was in tears, his body racked with sobs. My heart breaks to hear it. What was in the wallet? I don't know, monsieur. I did not open it. In that case, I ask you to give it to me now. I cannot, monsieur. When I was captured, the wallet fell into the hands of the Comte de Cagliostro. Nom de nom, Aegis.
do you realize what this means? This wallet contains my father's sentences for his children. Me, of course, but also my sister, the Marquise de Cabri. You must find it at all costs. Our fate is in your hands. Cagliostro must have put it in a safe place. Somewhere known only to him. Juhu, noch mehr Nebenquests. The Marquise de Capri, dites-vous? Yes, that is my sister Louise's title. Fortune favors you today. It so happens that I already have this wallet. It was in a secret workshop by the Tuileries, where the Count conducts his sinister experiments. Gott sei Dank. Oh, how fortunate. What does it contain? 2 envelopes addressed to the Lieutenant General de Police. One of them had this letter in it. It concerns your sister, the Marquise de Capri. Let's see. A lettre de cachet signed by my father. He gave orders to have my sister locked up in a convent. His unique variety of fatherly love is unmistakable. What was in the second envelope? It is empty. Empty? Mon Dieu. You don't have to be a genius to guess that it contained a similar document. This time concerning myself. If the envelope was empty, it means that this letter has already been delivered to its recipient. By Cagliostro, no doubt. The monster must have felt a perverse sense of joy as he devoured its contents. Aegis, you must retrieve this letter at all costs. If the Lieutenant General attaches a seal and gives it to his underlings at the Châtelet, I am done for. Where does this Lieutenant General reside? Right by the fortress. He's a dutiful man and prides himself on never straying too far from it. Please hurry, I beg of you. Wieso? Citoyen Lavoisier. What can I do for you? Das I found Schießpulver. the powder. It is at the Bastille. Ah, what good news. Is it in good condition? Of course. What do you mean? Am I to understand that you have not done what needed to be done? Yes. Now all that is left is for the Marquis and his men to retrieve the powder and load it into their cannons. What men? What cannons? We will raise our army soon, you can be sure, and we will then be able to confront the royal army. You do not measure the import of your actions and your words, Monsieur le Marquis, always rushing headlong into things. The Bastille is an ancient fortress that was not designed to house such large quantities of explosives. The tiniest spark could cause a catastrophe. The iron from a boot or the point of a sword scraping against the stone. Thanks to you, we are now at the mercy of chance. There is no such thing as chance, Citoyen Lavoisier. If we are defeated, we will have only our failures to blame. Goodbye, Citoyen Lavoisier. And down with despotism. So. Schachmatt und irgendeinen Typen finden, der natürlich in der Nähe der Bastion ist. Wo man natürlich schon war. Aber warum sollen wir da nicht nochmal hingehen? War alles schön da. Ah, die Königin hat mir wahrscheinlich auch geschrieben. So, der letzte Slot ist jetzt auch fertig. Von Modulen. Technikerin Achievement. Wir dürfen keine Zeit verlieren, falls noch Milch müssen die Kinder aus den Klauen der Rolanisten... Ne, Moment, das ist ja nichts Neues. In der Korrespondenz war nichts Neues. So, 5. Dosis. Professioneller Versorger, da sind wir jetzt auch durch. Das königliche Anwesen betreten. Ja, es gibt auch noch 2 kleine Nebensachen. Also selbst
Ich habe nochmal nachgeguckt. Hauptspiel plus Nebensachen sollten 19,5 Stunden sein, angeblich im Durchschnitt. Kann ich aber irgendwie nicht dran glauben. Wahrscheinlich sind das Leute gewesen, die haben dann die Echos nicht gesucht. Und dann kommst du ja auch an die Nebenmission nicht ran, wenn du das nicht machst. Ich weiß es einfach nicht. Sind auf jeden Fall weit über 20 Stunden. Vom Gefühl her. Ja, komme ich wieder auf die Straße zurück. Team sagt bei dir 22 Stunden, ja. Also wir sind definitiv über 20 Stunden. Also sind andere auch einfach super beim Orientieren. Und haben sie auf diesen Karten nie verlaufen. Und 24 von 49 Erfolgen. Kann ja viel bedeuten. Was los, Balthasar? Ich weiß, Papa hat gesagt, eigentlich, wenn ich fertig bin mit dem Spiel, gehen wir nochmal eine kleine Runde. Ist das schon wieder so lange her? Das wird wehtun. Weg. Okay, das blockiert. Namensschocker. Dahin müsste ich kommen.
Komm runter. Scheiße, das ist der Weg. Das ist der Weg! Wo ich schon mal so gestruggelt habe, weil ich nicht wusste, wie ich da auf die andere Seite komme. Ach komm, pick dich doch einfach kreuzweise, ey. Doch. Entschuldigung, dass ich da so harte Worte loswerden muss für, aber es ist halt wirklich scheiße. Ich spare mir gerade ein bisschen Zeit. Man muss ja nicht jeden Kampf schlagen. Man kann auch manchmal einfach einen Umweg laufen. So, ich hoffe, ich erinnere mich noch an alles. Weil so komme ich doch hinter die Absperrung, die da vorne ist. Ansonsten hoffe ich, habt ihr alle einen schönen Mittwoch gehabt. Guck mal, der Imperator, er freut sich an seinem Volk. Und interessiert sich für unsere Leiden. In eurer Fabrik. Achtung, das ist eine Falle. Warum? Ihr schreibt euch euren Namen auf, um später dann euren Arbeitgebern Bescheid zu geben, dass ihr nicht vernünftig arbeitet. In der imperialen Anlage. Imperiale Industrieanlage der Freude. Weg! Weg! Die Arbeitgeber wissen von allein, wie toll wir sind. Gott sei Dank. Sind ein paar Leute da, die noch keinen Follow da gelassen haben. Wir sind 5 Follows entfernt von einem 9000er-Schritt. Wäre sehr lieb. Ich bin ein sehr entspannter und netter Typ eigentlich, der manchmal ein bisschen zu sarkastisch ist und vielleicht Kommunikationsprobleme hat. Aber insgesamt lohnt es sich, diesen Kanal hier zu folgen. Weil... Ist so, ich schwöre.
Und ich sehe immer mal 10 Jahre jünger oder älter aus. Es geht in beide Richtungen. Aber anscheinend ist nur der übliche Pöbel da. Du konnte bei der Ansprache niemanden erreichen. Das ist mein erstes bezahltes Twitch-Abonnement. Ohne Scheiß, wir machen jetzt eine Proof-Seite und da kommt dein Zitat drauf. Was sagen die Abonnenten vom DrProof? Er war mein erstes Abonnement. Er ist eine geile Schnecke und hat mich aus meinen Hot-Tubes, aus meiner Hot-Tube-Sucht befreit. Indem ich ihn in der Badewanne habe rekeln sehen. Wenn ich könnte, würde ich meine andere Tochter auch noch mit ihm vermählen. Das ist doch sehr lieb, wenn du mir schon so lange folgst und dann irgendwann entscheidest, wirklich ein Abonnement dazulassen. Ist doch super. Nach 5 Jahren habe ich das erste Mal lachen sehen. Boah, geht die mir auf die Eier. Einfach ordern von Pizza zu mir ist immer ein bisschen schwierig. Weil der Hund ausrastet. Und du weißt nicht, wer die beste Pizzeria hier in der Nähe ist. Nämlich leider sind hier sehr viele Pizzerien nicht so gut in der Umgebung. Und die einzige, die, also die beste in der Umgebung, die liefert ja nicht über sowas wie Verando oder sowas. Da muss ich hinlaufen oder hinfahren, das Stück. Aber ich habe da bestimmt wieder einfach eine Abkürzung übersehen. Oder ich hätte auch einfach hierhin so laufen können. Ja, ich kann theoretisch hinlaufen. Es ist... Also ich laufe ja eh mit dem Hund immer, aber ich glaube, es ist irgendwie... Ich müsste genau gucken, wie weit entfernt das nun ist. Ist schon ein Stückchen. Nicht sterben, nicht sterben. Das ist eigentlich Pizzeria mit Restaurantbetrieb, die halt wirklich eine Pizzeria ist. Also die auch Pizza auf italienische Art macht. Also nicht eine halbe Tonne Käse drauf, sondern halt wirklich vernünftig. Ich mag das ja eh nicht, wenn zu viel Käse drauf ist.
Ja, Ladies, wie soll ich denn da hinkommen? Das mit den Händen in die Hände spucken. Nee, einfach eine gute Pizzeria, wo eine Bolognese nicht einfach nur so ein Meer aus Saft. Wann gibt es eine Aktualisierung vom Produktionsplan? Wer spricht da? Meine Augen werden schlechter. Mein Gebiss tut mir weh. Das kann nicht sein. Ich entferne mich wieder von dem Ort, wo ich hin muss. Vor allem ist das, denke ich mal, eher der Rückweg. So, das wäre zurück, wo wir herkommen. Wie ich das hier wieder sehe, ich bin einen riesen Umweg gelaufen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, aber passt schon. Hauptsache, ich bin durch. Ich betrüge gar nicht. Und bescheißen tue ich es recht nicht. Ich habe nur Kacke-Rückstau in meiner Leitung im Moment. Au! Kommst du jetzt durch? Das ist ein gutes Spiel Wassermarsch. Ich trinke trotzdem nicht, ne? Weil ich gerade nicht Pipi machen will. Was das Chat mir hier befehlt wieder. Trink doch mal ein bisschen. Nein. Mit voller Blase trifft man definitiv keine guten Entscheidungen. Wobei, angeblich soll das so sein. Mit einer vollen Blase wird man besser in Entscheidungsfindungen. Weil die beste Entscheidung ist dann auf Klo zu gehen.
Oder ich, Victor de Requet, Marquis de Mirabeau, fördere Sie auf, meinen Sohn Henri Gabriel de Requet und Comte de Mirabeau in den Kerker von Vinzenz zu eskortieren. Stellen Sie sicher, dass er in derselben Zelle untergebracht wird wie bei seinem letzten Aufenthalt und dass er für den Rest seiner Tage dort bleibt. Dieses unmoralische Subjekt hat die Grundprinzipien des Königreichs schon viel zu lange untergraben und den Ruf seiner ehrenwerten Familie beschmutzt. Man ist auf jeden Fall schneller in seiner Entscheidungsfindung. Und wisst ihr noch, wo wir das letzte Mal prunkvolle Sachen gefunden haben? Ich nicht mehr. Aber es ist eine ganze Zeit her. Aber jetzt ist das Set fertig. Also mehr Verteidigung kriegst du nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die nicht darauf eingegangen sind, dass die Sets halt unterschiedliches Gewicht haben. Also man entweder langsamer oder schneller wird. Wie bei Elden Ring zum Beispiel. Moment mal. Achso, ich hüpfe da hinten einfach rüber. Weil so ist die beste Wahl wirklich. Ja, ich ziehe einfach das mit der größten Panzerung an. Weil ich glaube, dass die frostriesige Schädenseite, die sind halt so belanglos. Das brauchst du halt nicht. Ob es Feuer, Frost oder Elektroschadenreduktion. Du bist ja eh tot, wenn du getroffen wirst. So zu häufig getroffen wirst. Noch schon, wir müssen ja gleich auch nochmal in der Anfangskarte uns auf den Weg machen. Für eine Nebenquest. Nee, da muss ich auf jeden Fall vorher pinkeln und essen. Wenn du zu häufig getroffen wirst, bist du eh tot. Ja, das ist halt so. Wir machen gleich einen Stuhlbreak. Citoyen Mirabeau. I found a broken cane. It says, do you know who... Well, yes. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs to Franz Anton Mesmer. Mesmer, the Prince of Charlatans. Mein Gott, ich habe eine Nebenquest vergessen. It's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Mesmer. Ingenieurs Vaucanson said that name before he died. Can you tell me more about him? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain, a tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague,
Must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Gibt einfach immer mehr zu tun, ey. Aber wir machen jetzt wirklich erstmal einen Break.